Hallo! Hallo! Schönen guten Tag! Wir sind Pitted Studio mit Pitted Studio TV und wir haben heute ein ganz tolles Thema. Gold und Rewards. So, warum? Was ist denn das? Ja, Gold ist halt immer irgendwie, oder Geld kann man auch sagen, aber Gold ist halt immer so piratenmäßig, also Gold, Schatz finden und so weiter. Und Rewards. Was ist eine Reward? Ein Reward ist eine Belohnung. Ja, das heißt also eine Belohnung, die du bekommst, wenn du etwas Tolles gemacht hast. Ne? Es gibt ja auch so Spiele, da drückst du auf den Button, du bist toll, du bist toll, du bist toll, so Cozy Games und so, ne? Da ist man immer toll, so, ja? Oder irgendwelche Glücksspiele, oder hast du nicht gesehen und dann blinkt das und bla, boah, ne? Und dann bist du dafür belohnt. Und heute wollen wir mal gucken, uns mal anschauen, was wir als Game Designer tatsächlich so an Gold und Rewards überhaupt sehen und inwieweit wir damit rechnen mit solchen Rewards und wie wir sie platzieren. Ja? Ich habe ein sehr schönes Spiel dazu gespielt. Ja. Das Spiel heißt A Game About Digging a Hole. Das ist total cool. Ich habe auch jetzt gedacht, da buddelt man ein Loch. Da buddelt man, dann geht man in seinen Garten. Kann man am Anfang so ein Reihenhäuschen kaufen und dann hat man quasi mit so einem Zäunchen abgesteckten so ein Stück Wiese vor einer Terrasse. Und irgendjemand hat erzählt, da unten im Garten wäre ein Schatz vergraben. Und dann kann man anfangen, dort zu buddeln. Am Anfang hast du dann deine normale Schippe und kannst dann irgendwie die Erde wegschippen. Und wenn du weiter schippst irgendwie, dann kriegst du irgendwie so Ressourcen, so die du dann findest, so kleine Goldsachen, die dann in der Erde sind und sowas. Und dann kannst du die verkaufen und kannst dir davon eine größere Schippe kaufen. Und dann kannst du mehr Erde schippen. Und irgendwann hast du einen Bagger oder und was? Irgendwann hast du eine Bombe. Ach und Gott. Kannst dann irgendwie so total, länger quasi auch mit diesen Sachen, mit deinen Ressourcen dann irgendwie graben, irgendwie bevor deine Batterie ausgeht und was weiß ich nicht alles. Wenn du nicht aufpasst, dann explodierst du. Und das ist auch ein Spiel, das funktioniert nur durch Belohnung. Weil es dich ständig irgendwie, oh, jetzt habe ich wieder was gefunden, oh, jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Geld und so. Und dann wirst du immer besser und belohnst dich wieder. Dann wirst du wieder besser und dann belohnst du dich wieder. Und das ist dann immer so, bis du dann irgendwann quasi das Geheimnis dieses Schatzes auf die Spur gekommen bist. Ist es das, was dich da durchzieht, dass du irgendwann dafür belohnt wirst, das kosmische Rätsel zu lösen? Es ist nur ein kleiner Hook. Aber was, glaube ich, noch stärker zieht, ist dieses, du kannst einfach nicht aufhören, Ja. da zu graben. Weil jedes Mal denkst du, ja, aber, oh, da ist ja noch irgendwie was blinkt irgendwie. Das möchte ich auch noch haben. Aha, meine Batterie ist leer. Ja, da gehe ich nochmal zurück irgendwie. Dann trittst du wieder auf und dann gräbst du weiter. Und während du dann gräbst, dann siehst du wieder irgendwie was. Und dann du kannst nicht aufhören. Das ist quasi in sich ständig belohnen. Man gibt ja so einen Spruch, der heißt immer, der Zweck heiligt die Mittel, ne? Und in diesem Fall ist es, die Mittel heiligen den Zweck. Habe ich den Eindruck. Das ist zum Selbstzweck, ne? Ich buddel, damit ich noch mehr buddel. Ja, genau. So, ja. Ja, total. Und es ist halt irgendwie, ich investiere auch immer wieder ins Buddeln. Und das finde ich dann auch satisfying. Das finde ich dann irgendwie befriedigend, so, ja. Da geht's um Schatz, da geht's um Gold, hauptsächlich. Das heißt also, den Spieler mit Gold zu belohnen, ist cool, wenn er sich dann für was kaufen kann, um noch mehr Gold zu machen. Reicht aber nicht, meistens. In einem Rollenspiel reicht das nicht. Das heißt also, dieses Spiel, Digging a Hole, bringt das Ganze ja natürlich auch auf die Spitze und ne, so. Aber wenn man jetzt sagt, okay, ich will jetzt ein Loch buddeln und in die Schätze und so, ist halt auch ein bisschen wenig, habe ich nicht irgendwie noch mehr. Wie macht der Game Designer das denn eigentlich? Was ist denn für euch ein Reward? Klassische Reward ist tatsächlich Gold, womit man dann etwas investieren kann in irgendetwas. So. Ich kann ja mal anfangen. Also das Gold selber, ja, ist klar, da muss ich auch was für kaufen können. Das heißt also, irgendwo eine Art von Handicap muss dieses Spiel haben. Zum Beispiel, ich habe zu wenig Gold, um mir die nächste Rüstung, die nächste Waffe, das nächste Heiltränkchen oder was weiß ich was zu kaufen. Ja, das heißt, ich muss mit dem Gold irgendetwas tun können. Es ist dann rewarding, wenn ich weiß, oh Gott sei Dank, ich habe jetzt 2000 Goldmünzen, da kann ich mir, und da muss ich schon im Hinterkopf haben, damit es auch als Belohnung empfunden wird und nicht nur einfach eine Zahl ist, was ich damit anstellen kann. Das heißt also, ein Game Designer muss sich schon darüber Gedanken machen, wie sexy ist es denn tatsächlich, Gold zu finden? Oder Erfahrungspunkte. Das ist der nächste.
Punkt. Das heißt also Quest-Success. Ja? Das heißt, ich mache Quests und dafür werde ich dann belohnt. Womit werde ich dann belohnt? Ja, die Geschichte geht voran. Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass ich etwas getan habe, um die Welt zu verändern oder zu verbessern oder, keine Ahnung, oder mehr zu zerstören, je nachdem, was für ein Spielertyp man ist. Quest-Success an sich ist schon, ich habe die Quest geschafft, ist rewarding. Wow, ich habe es geschafft. Was das auch immer ist. Ich habe es erreicht. Ich habe den Punkt erreicht. Ich habe irgendein Vieh getötet. Ich habe irgendeine Sache rausgefunden. Ach, da ist es ja endlich. Du hast irgendwie Quest-Success. Das ist rewarding. So. Und bei Rewards oder bei Quest Success kriegst du dann auch meistens einen Erfahrungspunkte-Gedöns. Ne? Das heißt, du kriegst Erfahrungspunkte für die Quests, die du machst, und auf dem Weg dahin hast du auch mehrere Erfahrungspunkte gesammelt, um dann irgendwann was zu kriegen? Ein Level-Up. Ein Level-Up, das ist rewarding. Das heißt also, XPs sammelst du, ja, bis du einen gewissen Dings gesammelt hast, um ein Level-Up zu kriegen. Wofür brauche ich denn ein Level-Up? Ich bin halt eine weitere Stufe gestiegen. Das ist rewarding. Allein an sich. Welche Stufe bist du denn? Komm da erstmal hin, wo ich bin. So, ja? Na, wenn du sagst, ich bin jetzt Stufe 19, ja, ich bin schon 20 oder 200, oder wo wir gerade hier Fallout 76 spielen, da rennen Leute rum, die haben irgendwie Level 300 oder noch mehr. Da denke ich mir, immerhin habe ich schon 80 oder ich weiß nicht was, ja. Aber das ist ja, mein Gott, wie lange hat dieser Mensch denn da ja, das ist rewarding, das ist toll, das macht Spaß, also hochlevelig zu sein, so, ja. Und, aber bei Leveln kriegst du auch meistens immer noch irgendwelche Perks oder Skills oder irgendwie so freigeschaltet. Oder wie bei uns damals Lernpunkte oder irgendwie sowas, ja. Dass du sagst, okay, ich kriege etwas dafür, dass ich ein Level abkriege. Da hängt ja immer noch mehr dran. Dann habe ich auch im Hinterkopf, okay, ich möchte jetzt irgendwie keine Ahnung, Zähne ziehen und Fell abziehen oder so lernen oder so, aber ich habe keine Lernpunkte mehr, da muss ich bis zum nächsten Level abwarten. Das heißt, in dem Moment, wo ich ein Level abkriege, ja, ich habe ein Level ab, einfach nur, weil ich irgendwo Blüten gepflückt habe und dann einen gewissen Punkt erreicht habe. Ja, ich krieg 3 Erfahrungspunkte, hab Level up, so, ja, geil, so, ja, finde ich super, ist rewarding. Und dann kann ich wieder was investieren. Aber es gibt auch noch mehr als nur dieses reine Zahlenspiel und ich kriege Dinge, ja, um dann mehr Dinge tun zu können. Das ist beim Digging a Hole oder so auch im Grunde genommen. Ich arbeite mir Sachen, damit ich sie investieren kann, um noch mehr daran zu machen. Aber es gibt auch andere Aspekte, die unheimlich wichtig sind, die auch sehr rewarding sind. Ganz simpel. In einem Spiel, du kommst in eine neue Region, du kriegst die freigeschaltet, ja, in Akralon ist es so, ein Gitter geht auf und ich kann die nächste Ebene erreichen oder sowas, ja, in der Art. Das ist rewarding. Man hat es geschafft, man geht die Treppe hoch, man kommt in die nächste Region. Dann sagt man so, okay, ich habe es geschafft. Und das ist sehr befriedigend. Dann hat man halt irgendwie vorher kamst du da nicht rein, war verboten, und jetzt kommst du da rein. Das ist sehr belohnend. Ja. Gut. An sich schon, das, was rumliegt, ne, wenn ich irgendwas benutzen kann, finden kann oder so, ist rewarding, dass Items rumliegen, Waffen, Munition, Heilung, Crafting, Zeugs, etc. Das heißt also, in einen Raum zu gehen, den abzusuchen und Items zu finden, ist rewarding. Dann, guck mal hier war ja nichts. Dann kann man auch manchmal so, ja, da hätten sie auch was hinlegen können. Da hätten sie mich wenigstens dafür belohnen können, dass ich in diese alte stinkende Bude reingegangen bin. Müssen wir machen als Game Designer. Wir müssen immer darauf achten, dass man, wenn man irgendetwas baut oder so, dass es immer eine Art von Belohnung für den Spieler ist, dass der irgendwie das Gefühl hat, so, es hat sich gelohnt, etwas zu tun. Dann gibt es auch noch sehr abstrakte Dinge. Wie zum Beispiel eine geskriptete Szene. Ich komme irgendwo rein, da fällt von oben irgendwie ein Stein runter und fällt mir fast auf den Kopf und ich gehe dann an die Seite. Jetzt habe ich es aber gerafft, der ist mir nicht auf den Kopf gefallen. So, das ist auch rewarding. Man hat irgendwie das Gefühl, es passiert etwas, ja, und dann kann ich das beobachten, geskriptete Szene oder auch eine Cutscene, ne, dass irgendetwas passiert in der Welt und ich habe das ausgelöst. Das heißt, dass ich irgendwie die Welt manipuliert habe. Das ist auch rewarding. Ja, das heißt also, irgendwie muss es halt auch mal Sachen geben, die außer der Reihe passieren, dass du Respekt vor der Welt hast. Wenn du in eine neue Region reingehst, dann ist ja nicht nur die neue Region, die sieht aber schön aus, sondern dann denkst du dir, was ist denn hier? Wo ist denn der nächste Haken hier? So, das ist spannend. Das braucht man auch. Ab und zu mal eine geskriptete Szene einzubauen, ist auf jeden Fall sehr rewarding. Dann gibt es
so Sachen wie, die Welt verändert sich. Ganz simpel, ein NPC wechselt seinen Tagesablauf. Wenn vorher irgendwie der Händler an der Stelle gestanden hat, und ich weiß ganz genau, der hat da gestanden, und dann habe ich seine Quest gemacht und der sagt, ich gehe jetzt mal woanders hin oder so, das ist rewarding. Dann hast du die Welt verändert. Ja, oder im Adventure. Ne? Adventure ist auch so klassisch. Du hast irgendwie ein Bild, ja, wo ein Typ steht, irgendwie der aufpasst, vor einer Tür steht und du musst den irgendwie loswerden. Und dann machst du irgendwelche Sachen und bla und so und du sorgst dann dafür, dass der Typ verschwindet, dass du durch die Tür gehen kannst. Das ist rewarding. Das heißt also, irgendein NPC, der irgendwie seine Attitüde verändert. Normalerweise würde der 24/7 die nächsten 70.000 Jahre unendlich da stehen bleiben. Aber du hast dafür gesorgt, dass der verschwindet, dass der etwas anderes tut. Auch das ist eine Belohnung für den Spieler. Obacht an der Stelle, da kann man auch natürlich Mist bauen. Ne? Gerade bei Rollenspielen zum Beispiel oder Open-World-Spielen muss man halt aufpassen, dass man nicht genau das Gegenteil erreicht, wenn man nämlich jetzt die Welt so verändert, dass man seine Sachen oder seine Händler oder seine nicht mehr wiederfindet und damit das Spiel erschwert, dann kann es auch frustrierend sein. Deswegen muss man natürlich immer gucken, wohin stelle ich die denn jetzt, dass das auch dann irgendwie möglichst ein besseres Erlebnis für die Spieler und Spielerinnen wird und nicht andersrum. Ja, also wenn man einen NPC sucht und den nicht wiederfindet, ist natürlich nicht, das ist das Gegenteil von Rewarding. Genau. Aber wenn man NPCs manipulieren kann und man sorgt dafür, dass sie sich versammeln irgendwo, ja, komm mal dahin und so, und dann hast du, wie viele Typen stehen da schon? Okay, ich muss jetzt irgendwie so ein Club von Leuten, irgendwie so Companions sammeln. Ich habe schon 3 gesammelt, die stehen in meinem Lager, finde ich total toll, so, ja, und ich muss jetzt 5 fertig machen, 3 habe ich schon. Das ist rewarding. Oder du sorgst dafür, dass 2 NPCs miteinander kämpfen, Königsdisziplin. Du provozierst die beiden so lange, bis die gegeneinander sich umhauen, ja. Sowas ist total rewarding. Dann stehst du da und lachst dich tot, ja, über so Sachen. Und dann sind wir auch schon beim Humor. Wenn du lustige Dinge findest, wenn du lustige Dialoge, einen lustigen Charakter findest und so, und du machst seine Quest für ihn, dann ist es nicht nur, dass er dir eine Belohnung gibt, ja, dafür, dass du die Quest geschafft hast, sondern du darfst dich wieder mit ihm unterhalten, er hat neue Dialogoptionen. Und der lustige Typ, der erzählt nur wieder lustige Sachen, und dann stehst du da und findest das cool, weil er dann dich belohnt dafür, dass du seine Quest gemacht hast, weil er dann wieder lustige Sachen dir sagt. Das ist auch sehr rewarding. Ein weiteres Ding ist, ein Geheimnis zu lüften. Ich sage immer, ein Spiel hat ein kosmisches Rätsel. Muss es haben, damit es spannend bleibt, weil du dich dann irgendwann fragst, warum mache ich den Scheiß hier eigentlich? Und wenn du dann von dem kosmischen Rätsel, worum geht's hier eigentlich? Was ist in dieser Welt passiert? Wieso sind die Dinge so komisch? Wieso ist das so real hier? Und du kriegst so nach und nach raus, wie die Sachen eigentlich zusammenhängen und warum die Dinge so sind, wie sie sind. Das ist auch sehr befriedigend. Das ist sehr rewarding, weil Geheimnisse lüften zieht einen durch das Spiel. Da fragst du dich nicht mehr, warum mache ich das, sondern ich will das jetzt wissen. Ja? Oder ich will dem Typen jetzt auf die Oma hauen und so weiter. Das reicht manchmal auch, weil man einen Typen irgendwie hassen gelernt hat oder so, aber das reicht immer nicht. Man muss immer, warum macht er das? Warum ist der so? Wieso ist der so doof, der Typ? Ja? Das heißt also, die Hintergründe von Darth Vader zu wissen und rauszufinden und zu gucken, was macht der denn gerade? Das ist super spannend, ja. Und das möchte man als Spieler gerne hinter die Kulissen gucken. Und dann haben wir dann Story-Twists, sind auch sehr rewarding, wenn auf einmal das ganze Ding, du glaubst irgendwie, wie das Spiel weitergeht oder die Geschichte weitererzählt wird und auf einmal passiert irgendwas total Überraschendes, irgendwie einer verrät dich, den du vorher vertraut hast, oder irgendwie du kommst irgendwo nicht mehr rein, weil die finden dich auf einmal alle doof und hassen dich und verfolgen dich, vorher waren es deine Freunde, oder irgendwelche Sachen, oder du merkst irgendwie, Moment mal, die kennen mich hier, die haben mich die ganze Zeit irgendwie anders angesprochen und jetzt auf einmal bin ich das Gegenteil von dem. Das ist, so Story-Twists sind sehr, oder einer stirbt einfach so, Sudden Death irgendwie, weil du hast dafür gesorgt hast und bla, und dann stehst du da und bist total baff. Es kann auch rewarding sein. Ist auch ein schmaler Grad. Weil wenn es einen Story-Twist gibt und etwas Unvorhergesehenes und irgendjemand stirbt, den man lieb gewonnen hat, kann das auch frustig sein. Da ist man dann, ne? Also ein Spiel muss schockieren, sonst bleibt es nicht in Erinnerung. Gibt's dieses Prinzip. Aber erstmal ist das nicht unbedingt rewarding. Ne? So im ersten Moment. Das weiß ich auch nicht, ob das unbedingt so eine Maxime ist, die man verfolgen sollte, den Spieler zu schocken. Manchmal schon. Ein bisschen was davon braucht es. Ein bisschen Salz in der Suppe oder Pfeffer muss rein. Aber vorsichtig verwenden. Händlerware freischalten
ist rewarding. Das heißt also, wenn du irgendwo noch mal hinkommst und dann wird dir was Neues angeboten, dann denkst du, ach, guck mal hier, der hat jetzt hier die coole Rüstung, guck mal hier, jetzt ist es irgendwie, super, ich kann die endlich kaufen. Wie viel brauche ich dafür? 5.000 Gold, wollt ihr mich verarschen? Da muss man halt wieder Gold sein. Aber es ist trotzdem so, du weißt auf einmal, guck mal, da ist was, das ist auch sehr rewarding. Das stimmt, da kann man auch drauf arbeiten dann, ne? Das macht auch Spaß irgendwie. Wenn ich so ein Ziel vor Augen habe und dann quasi weiß, irgendwann habe ich es dann erreicht, dann belohne ich mich quasi doppelt. Einmal fürs Freischalten und einmal für, ich habe es jetzt auch endlich geschafft und erreicht. Ja, Teleporter finden. Das heißt also, wenn die Welt sehr groß ist, dann haben wir früher immer die Teleporter eingebaut, dass man halt Sachen verkürzen kann. Da ist man einfach nur in eine Region gegangen und hatten sich überlegt, okay, müsste irgendwo ein Teleporter sein. Mhm. Und dann hat man den gesucht, ja, und dann hast du den gefunden und darüber gelaufen, so, den habe ich aktiviert, so, ich habe den Teleporter gefunden. Ist rewarding. Ja, ist cool. Aber sowas von. Oder eine Map finden. Vorher, ne, also bei Kralon wird das so sein, wenn du in eine neue Region kommst, dann weißt du nicht, wo du bist. Ja. Du musst erstmal die Map finden oder den Händler finden, um die zu kaufen, ja. Und das ist auch rewarding. Dann siehst du sofort, wie dieser Level dann aussieht, also diese Ebene, wo du dich dann befindest. Und dann ist das schon so ein Ding, ich habe die Übersicht. Ne? Wenn wir selbst spielen, dann merken wir das auch so. Ne? Wo bin ich denn hier jetzt gerade? Ich habe noch gar keine Map. So, ne? Das kann auch sehr rewarding sein. Stimmt. So, ich habe hier noch Dialogoptionen, schon habe ich gerade noch gesagt. So, ne? Das ist im Grunde genommen das Geheimnis, also eins dieser Geheimnisse von Spielspaß. Ja, das ist Mojo, von dem wir immer sprechen. Das heißt also, wenn du ein Spiel machst und du achtest drauf, dass der Spieler an gewissen Stellen belohnt wird, genau mit diesen Prinzipien. Und zwar in regelmäßigen Abständen, dass er selber das Gefühl hat, er hat etwas geleistet und wird dafür mit diesen Dingen, die ich da gerade aufgezählt habe, belohnt. Dann macht das Spiel Spaß. Das ist eigentlich erstmal, sag mal, das kleine Einmaleins, ein Spiel interessant zu gestalten. So. Es ist auch so, dass die Königsdisziplin ist, dass man dem Spieler das Gefühl gibt, du hast das selber gemacht. Ja, also das ist sowohl bei Sachen, die schwierig sind zu erreichen, wie geht denn dieses Rätsel, kann man darauf kommen, dieser Kampf, kann ich den schaffen? Und dass man das Gefühl hat, man spielt nicht gegens Spiel, sondern man hat Möglichkeiten, es zu raffen. Und wenn man den Spieler dahin kriegt, dass er dann das Gefühl hat, ich habe das selber gerafft, ich habe das selber schon ein bisschen geahnt, ich habe das selber irgendwie erkundet, herausgefunden, gemeistert, dann hast du es geschafft. Ja. Wenn das Spiel irgendwie... Dann macht das Spaß, dann macht dem Spieler das Spaß. Genau, so, richtig. Ja. Und wenn das Spiel es nicht schafft, wenn das Spiel einfach nur so vor sich hin plätschert und die Leute, die sind so, warum mache ich das eigentlich gerade hier? Ich weiß nicht, wozu ich gerade hier bin und das Spiel gaukelt mir irgendwas vor, aber es interessiert mich gar nicht. Dann ist das Gegenteil davon. Dann macht das keinen Spaß und dann geben die Leute dann auch auf. Ich muss wissen, warum ich Gold sammle. Ich muss wissen, warum ich die Story durchspielen will. Ich muss wissen, was für ein Geheimnis ist das? Will ich das wirklich rausfinden? Ja, warum soll ich in die nächste Region gehen? Was ist da für mich? Was ist für mich drin? Das ist immer die Frage, die sich ein Spieler stellt. Ganz simpel. Genau. Hast du eine Community-Frage? Ja. Die Community-Frage, die lautet, seid ihr dieses Jahr wieder auf der Kaktus? Oh ja. Genau, wir hatten erst tatsächlich überlegt, wir waren auf so vielen Messen letztes Jahr, vielleicht machen wir mal eine Messepause. Und dann haben wir uns doch umentschieden. Also ja, wir planen auf die Kaktus zu gehen. Und wir haben auch schon total Bock drauf. Das wird super. Genau, also wenn ihr auch geht, dann sagt doch mal Hallo. Ja, sehr schön. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis hoffentlich nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Pitted Studio TV. Genau. Dankeschön. Ja, tschüss. Ganz wichtig, fragt neue Fragen gerne unten in die Kommentare. Wir sammeln die und beantworten damit wieder viele neue Community-Fragen.